Ich habe gerade Gänsehaut sogar, wo ich wieder dran denke. Ja, ist schon turbulent hier, seit ich in Dortmund bin, muss ich echt sagen. Ich habe mir auch natürlich Hilfe geholt, quasi so ein Mindset zu haben, zu verstehen, hey, fang erst mal bei dir an, bevor du wieder irgendwie über andere Sachen, das ist blöd und das ist Kacke. Ja, Champions League, ja. Relativ simpel. Hey Niki, alles fresh bei dir? Wie geht's dir? Doch, ja, alles fresh. Und selbst? Ja, du, alles gut. Sehr gut. Ich habe beobachtet, du kommst immer recht früh, mehr oder weniger als Erster aus der Kabine. Ist das eigentlich Zufall oder bewusst? Ich spiele ganz gern noch 2 Kontakte hier mit den Jungs. Meistens ist Sally noch dabei, Emre. Macht eigentlich sehr viel Spaß, wenn wir da noch ein bisschen Gaudi machen können, bevor es dann mit dem Training startet. Deswegen versuche ich immer relativ früh rauszukommen. Lass uns mal zurückblicken auf Samstag. Krasse Schlussphase da in Hoffenheim mit einem Lucky Punch, einem guten Ende für uns. Wie oft habt ihr über diese Nachspielzeit noch gesprochen? Nicht mehr so oft. Also nach dem Spiel natürlich sehr präsent, auch mit den Emotionen, die da hochkommen, ob das jetzt eine Fehlentscheidung war oder nicht. Für uns ganz wichtige 3 Punkte und klar, die Art und Weise war ein bisschen ärgerlich, dass wir uns da noch einen reinschenken lassen haben so spät, und umso bemerkenswerter war es, dass wir da nicht den Kopf dann in den Sand gesteckt haben. Wir wussten um die schwierige Situation und dass wir da auch 3 Punkte mitnehmen müssen. Und das zeigt schon, welcher Charakter trotzdem auch in uns herrscht. So. Und dafür wurden wir auch schon oft kritisiert. Aber da sieht man wirklich in den letzten Wochen, dass wir da einen guten Teamzusammenhalt haben. Einerseits stand am Ende dann die Freude über die 3 Punkte. Andererseits wart ihr euch nach dem Spiel auch einig, dass ihr so ein Spiel erwachsener zu Ende spielen müsst. In welchen Bereichen? Ja, ich glaube, wenn du erstmal die erste Halbzeit siehst, müssen wir einfach als Spitzenmannschaft, die wir sein möchten, einfach mehr als ein Tor machen. Wir hatten genug Möglichkeiten. Ich hatte auch eine, aber ich bin jetzt natürlich nicht aus dem Kerngeschäft Angriff, aber den erwarte ich auch von mir, besser abzuschließen. Und da müssen wir eigentlich mit 2-3-0 in die Halbzeit gehen, weil ich finde schon, dass wir da sehr dominant gespielt haben. Wir sind trotzdem wieder zurückgekommen, auch nach einem 1-1, haben das 2-1 gemacht. Hatten dann auch eigentlich die Kontrolle und da musste es einfach zu Ende spielen. Und ja, eine Top-Mannschaft macht das 3. und wir haben da jetzt Probleme gehabt in diesem Spiel. Und trotzdem, wie gesagt, das andere ist schon hoch anzuerkennen, wie wir da nochmal zurückgekommen sind. Einer, der es in den letzten Wochen auch nicht so einfach hatte, war Julian Brandt. Jetzt macht er dieses 2:1. Das macht definitiv nicht jeder. Ich glaube, da sind wir uns einig. Du bist als Erster zu ihm gelaufen, hast auch demonstrativ mit deinem Finger nochmal auf ihn gezeigt. Inwiefern hast du dich besonders für ihn gefreut und was wolltest du damit vielleicht auch nochmal zum Ausdruck bringen? Ja gut, ich kenne den Jule, ich glaube, seit wir beide 14, 15 Jahre alt sind. Ich glaube, ich muss auch keinem erzählen, was das für ein Spieler ist und auch was für ein Mensch das ist. Es ist ein ganz feiner Junge, ein überragender Fußballer, der jetzt auch vielleicht in den letzten Wochen es nicht so einfach hatte. Und für mich, ich habe gerade Gänsehaut sogar, wo ich wieder dran denke. Also das ist für mich eine schöne Sache gewesen für ihn, weil ich ihn sehr, sehr schätze, vor allem als Mensch auch. Du hast gerade das Barcelona-Rückspiel schon angesprochen. Nach dem Spiel hast du bei den Kollegen von Amazon Prime gesagt: Heute muss ich sagen, habe ich noch nicht so viele Spiele für Borussia Dortmund gemacht, wo wir so füreinander eingestanden sind, wo wir so gekämpft haben. Ich glaube, ab der ersten Minute hat jeder im Stadion gemerkt, dass wir dran glauben, alle 11, die da auf dem Platz stehen, die ganze Bank, die draußen war. Und bin mega stolz auf die Mannschaft heute. Und es ist halt immer so die Frage bei uns, wieso nicht auch immer in der Bundesliga spielen. Und ich glaube, die müssen wir uns jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, wenn wir den Gegner analysieren, Gladbach, uns mal stellen und dann hoffentlich hier vor unseren Fans am Sonntag mal eine ähnliche Leistung zeigen. Damals hattest du noch keine Antwort auf diese Frage. Jetzt vielleicht ein paar Ansätze gefunden? Wir haben jetzt natürlich Ergebnisse eingefahren, waren auch trotzdem schwierige Spiele dabei. Die Charaktereigenschaft, muss man sagen, muss man auch gegen Gladbach hervorheben, wo wir mega gut im Spiel waren, aber dann 0-1 hinten liegen wegen einem Tor, wo der einfach mal durchspaziert und trotzdem in die Halbzeit gehen mit einer 3-1-Führung. Das Hoffenheim-Spiel haben wir gerade durchgekaut, ist ähnlich gewesen. Ich glaube, dass das auch der Weg ein Stück weit für unser Team sein muss. Wenn du dir die erfolgreichen Mannschaften in den letzten Jahren ansiehst, Leverkusen ist das beste Beispiel letztes Jahr. Die haben, glaube ich, 5, 6, 7 Spiele in der Nachspielzeit entschieden oder gewonnen.
Das heißt nicht, dass wir das jedes Mal so brauchen, aber die Charaktereigenschaft, immer an sowas zu glauben, ist in unserem Job mit das Wichtigste. Und das haben wir in den letzten Spielen gut hinbekommen und das müssen wir jetzt für die letzten 3 Spiele auch hinbekommen. Wir haben gerade über Jule gesprochen. Für dich war es ja bis hierhin auch kein so einfaches Jahr. Du warst Stammspieler zu Beginn der Saison, dann hast du dich verletzt, dann warst du fit, dann hast du nicht gespielt, jetzt bist du wieder Stammspieler. Hast du so ein Jahr schon mal erlebt in deiner Karriere? Ja, ist schon turbulent hier, seit ich in Dortmund bin, muss ich echt sagen. Mit trotzdem auch Höhen. Bei mir wird immer viel über die Tiefen gesprochen, was auch in Ordnung ist, weil ja, ich persönlich mir da natürlich auch mehr erhofft habe in gewissen Phasen und der Verein bestimmt auch. Und trotzdem ja, habe ich auch ja schon mehrfach gesagt, kein Typ, der jetzt alles immer schlecht redet. Also ich weiß immer noch, wozu ich in der Lage bin. Ich bin aber auch trotzdem Spieler, das weiß ich schon immer, der ein Stück weit auch Vertrauen braucht, der ein bisschen auch das Gefühl haben muss, ey, die glauben auch an mich. Und manchmal passieren so Dinge halt auch eher mal wieder, weil jemand anderes ausfällt und du auf deine Chance warten musst, so wie das jetzt ein bisschen der Fall war. Und dann liegt es immer an einem selber, was macht man aus der Chance. Und ich bin sehr, sehr happy gerade, dass es gut läuft und dass ich da meinen Teil zu beitragen kann, dass wir gerade die Spiele gewinnen. Und es ist auch für mich nicht mehr und nicht weniger. Niko Kovac, du hast mit ihm in München schon zusammengearbeitet. Er hat immer unterstrichen, was für einen Stellenwert du ja, bei ihm hast. Wie war die Zusammenarbeit mit ihm? Ich weiß, was Nico für ein Trainer ist und wie du gesagt hast, glaube ich, weiß er auch, was er von mir erwarten kann und wie er mich sieht. Und ich habe auch, wo ich nicht so gespielt habe, einen Austausch mit ihm gehabt immer. Und da war halt aber auch einfach die Situation, dass die anderen das sehr, sehr gut gemacht haben. Und nur weil er jetzt kommt und viel von mir hält, heißt es nicht immer dann gleich, ey komm. Und dann, wie gesagt, musst du auf deine Chance manchmal warten. Das ist im Fußball so. Es waren schon viele Chancen in Dortmund, wo ich oft auch mal warten musste oder auch mal meines Erachtens es trotzdem verdient gehabt hätte zu spielen. Aber das ist halt der Beruf, den ich mir ausgesucht habe oder in dem wir alle sind. Es ist kein Einzelsport, kein Tennis, kein Golf. Und klar, ich bin auch ein Charakter und das weiß ich auch und darüber wird auch immer viel diskutiert und gesprochen, der auch natürlich die eine oder andere Angriffsfläche geboten hat und die habe ich versucht, also viel an mir zu arbeiten und rein aufs Sportliche mich zu konzentrieren, fit zu sein und deswegen tut es gerade natürlich gut, aber ich mache sowieso weiter, egal was ist. Also das krieg ich nicht raus, also ich tue da nicht den Kopf in den Sand stecken. Du hast deine Chance bekommen in München, hast du von Anfang an gespielt. Wir beide standen in der Mixzone nach dem Spiel auch zusammen. Für dich nach langer Zeit mal wieder von Beginn an mit dabei gewesen. Wie war es für dich? Ja, ich bin überglücklich, dass ich jetzt, ich glaube, ich habe mein letztes Spiel gemacht gegen Bochum. Das ist, glaube ich, schon, weiß nicht, ob 2 oder 3 Monate her. Keine einfache Zeit für mich. Ich habe jetzt natürlich ja, die letzten Wochen hart gearbeitet, habe mehr oder weniger, muss man als Profi auch mal seinen Mund halten und weitermachen. Es läuft nicht immer alles so nach Plan und ich bin aber ein Mensch. Ich nehme das so, wie es kommt und kann auch nur das machen, was ich beeinflussen kann. Da kann ich mir dieses Jahr sehr wenig vorwerfen und ich habe mir einen Sport ausgesucht, wo andere manchmal entscheiden und heute habe ich das Vertrauen bekommen und ich war auch ja, sehr glücklich dabei zu sein und auch eigentlich zufrieden mit meiner Leistung. Mund halten und weitermachen. Es läuft nicht immer alles nach Plan, hast du da gesagt. Inwiefern hat dir dieses Mindset auch geholfen, diese Herangehensweise, um vielleicht durch diese schwierige Zeit auch zu kommen? Ja, ich habe ja eigentlich gerade genau das erwähnt. Ich habe mir auch natürlich Hilfe geholt. Ich habe da jemanden gefunden, der mir da ja, einen anderen Ansatz nahegelegt hat oder mir eine andere Blickweise auf gewisse Dinge ermöglicht hat. Und ich habe das Glück gehabt, quasi so ein Mindset zu haben, zu verstehen, hey, fang erst mal bei dir an, bevor du wieder irgendwie über andere Sachen, das ist blöd und das ist Kacke. Ich bin, glaube ich, ein sehr einsichtiger Mensch. Ich habe da eigentlich, glaube ich, ganz gute Antennen, wenn ich auch mal was falsch mache oder wenn ich auch mal merke, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen der falsche Weg, den ich gerade gehe. Ist vielleicht ein bisschen spät in manchen Bereichen gekommen bei mir, aber die Erkenntnis, dass ich mir da Hilfe geholt habe und an mir arbeite, was ich immer noch weiter tue, gerade persönlich, da geht es nicht mal nur um Fußball, sondern einfach auch mit gewissen Mustern, die in meinem Leben sind oder waren, bin ich mega dankbar dafür und seitdem geht es mir auch besser. Und ich glaube, dass das auch der Weg ist und ich auch noch nie ein Problem damit hatte, darüber zu sprechen, weil ich finde, das ist eine gute Eigenschaft, diese Erkenntnis erstmal und das auch dann durchzuziehen und das werde ich auch weiterhin so tun und ich bin da mega dankbar. Du hast es gerade schon angedeutet, dir geht es auch wieder besser. Ich meine, du hast dich zurückgekämpft, du bist jetzt wieder Stammspieler.
Kann mir auch vorstellen, dass dann so, ich sag mal, die alltäglichen Dinge des Lebens auch wieder so ein bisschen geschmeidiger laufen. Nee, das ist es nicht mal so bei mir. Also ich habe mega Glück mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Ich bin da ein sehr, sehr dankbarer Mensch und habe nicht, wenn es beruflich mal nicht so gut läuft oder sportlich, das immer vermischt in meinem Privatleben. Das war eher noch in der Zeit, wo ich hier Probleme hatte, mein Anker. Ne? Also da bin ich mega happy und dankbar dafür. Aber ich bin auch, wenn es in die andere Richtung geht, wenn es mal wieder besser läuft oder gut läuft und ich brauche jetzt nicht rumlügen, ich habe auch gewisse Erfolge schon gehabt in meiner Karriere, glaube ich, würden jetzt die meisten Leute auch sagen, dass ich da genauso war, wie wenn es jetzt mal nicht läuft oder wenn es gut läuft, weil ich mir da nicht so viele Sachen drauf einbilde, auf das, was ich beruflich tue. Am Samstagabend, 18:30 Uhr, Topspiel. Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg im Signal Iduna Park. Wolfsburg die letzten 7 Spiele nicht gewonnen. Also in der Theorie würde man sagen, Favoritenrolle klar verteilt. Wie sieht es in der Praxis aus? Samstags 18:30 Uhr, 80.000. Wir als Borussia Dortmund, es kann kein anderes Ziel sein, wie dass wir 3 Punkte holen wollen. Wir werden uns das nicht schenken. Wolfsburg hat eine gute Mannschaft und trotzdem so viel Selbstbewusstsein müssen wir haben, dass wir da auf die 3 Punkte gehen müssen, Vollgas geben. Und ein anderes Ziel kann es da nicht geben. Ihr klettert in der Tabelle 3 Siege jetzt in Serie. Insgesamt die Grundstimmung wird positiver rund um Borussia Dortmund. Man hat so, oder ich habe so ein bisschen das Gefühl, ihr spielt euch so in diesen berühmten Flow. Fühlt ihr das auch? Ja, den kann man im Fußball schnell erreichen. Das geht nämlich schnell in die eine oder in die andere Richtung. Wir hatten auch schon einen negativen Flow dieses Jahr. Den gibt es aber auch im positiven und ich glaube, da sind wir uns einig, dass man den lieber mitnimmt. Und ich glaube aber vor allem das Vertrauen, dass es gerade quasi klappt, dass die Pläne funktionieren, dass du ein gutes Gefühl hast, wenn du auf dem Platz stehst. Vor allem auch die Aggressivität und die Grundstimmung innerhalb der Spieler und der Mannschaft bei uns ist gerade sehr, sehr klar zu erkennen, ob es im Training ist oder am Wochenende. Und ich glaube, dass das auch diese Emotionalität wichtig ist, gerade für so einen Verein wie Dortmund. Weil haben wir jetzt schon ein paar Mal gemerkt, auch dieses Jahr mit gerade den Heimspielen, wenn wir da unseren 12. Mann haben, sind wir immer in der Lage, auch krasse Spiele abzuliefern, jetzt sei es Barcelona oder auch andere Spiele schon. Und das müssen wir uns ein Stück weit mehr zu Nutzen machen. Abschließend, was ist noch drin in dieser Saison? Ja, Champions League, ja. Relativ simpel. Also es ist möglich, klar. Wir haben 3 Punkte, glaube ich, Rückstand. Wir haben 3 Spiele zu gehen. Man muss ehrlich sein, wenn man Rückstand hat, muss man auf Fehler der anderen hoffen und seine Aufgaben machen. Und ich glaube, damit fahren wir relativ gut gerade, dass wir uns auf uns konzentrieren. Und es hat uns jetzt auch ein paar Punkte gut gemacht in wirklich schwierigen Spielen, die wir jetzt hatten. Und es wird jetzt auch nicht unbedingt einfacher, weil ob es Leverkusen, Kiel, bei Kiel geht es noch um einiges. Das werden keine einfachen Spiele. Und ich freue mich sehr auf die letzten 3 Wochen und dann schauen wir, was gereicht hat. Wenn wir jetzt 9 Punkte aus den 3 Spielen holen sollten und es dann immer noch nicht reicht, dann versuchen wir zumindest das in die neue Saison oder in die Club-WM mitzunehmen. Aber die Grundstimmung ist gerade deutlich besser.